Herzlich willkommen zur Prüfung des Klimarechnungshofs. Wir treffen uns hier schon zum 4. Mal und gehen heute ins Eingemachte der Zahlen, der Maßnahmen, des Prüfens an sich. Wir haben von ca. 40 Vorschlägen 4 Themen gewählt. Dann steigen wir in den ersten Prüfvorgang ein und los geht's. Den gesetzlichen Rahmen für die Förderung erneuerbarer Energieerzeugung regelt das Erneuerbaren-Ausbaugesetz. Dieses Gesetz sieht vor, dass ab dem Jahr 2030 die Deckung des Gesamtstromverbrauchs zu 100% national bilanziell aus erneuerbaren Energien bestehen wird. Wie könnte man hier vielleicht zukünftig einfach effizienter agieren, um möglichst schnell und möglichst viel erneuerbare Energie ins österreichische Energie- und Stromnetz zu bekommen? Auf worauf könnt ihr euch jetzt in dieser Phase stützen? Ja, einen unglaublichen Wust an Daten, allen voran das Erneuerbaren-Ausbaugesetz natürlich, verschiedenste Energiestatistiken, Ziele, Wünsche der Bundesregierung. Die Auswirkungen sind vergleichsweise einfach zu errechnen. Eine moderne Windkraftanlage hat 6 MW Leistung. Dann kann ich sagen, dass in einem halben Jahr 2.500 Tonnen CO2 durch dieses Windrad eingespart werden kann. Wenn man das in Geld rechnet, mit einem heute vorgeschlagenen CO2-Kompensationswert oder Einsparungswert von 200 € die Tonne, sind wir da für 6 Monate bei 500.000 €, die uns volkswirtschaftlich eigentlich verloren gehen. Ja, da ist ganz wichtig eben, dass diese Verfahren schneller gehen. Und auch die Bewertungsmethoden sollten einfach einheitlich sein in den verschiedenen Bundesländern. Die Ausbauziele, die bereits jetzt auf Bundesebene beschlossen sind, sollten verbindlich in klare Zielvorgaben für die einzelnen Bundesländer formuliert werden. Super, dann können wir uns einem nächsten Fall nähern. Als nächstes prüfen wir den Bau des Westringtunnels in Linz, die A26. Wir überprüfen heute hier mit Hilfe des Klimarechnungshofes, welche Klimawirkungen die Umsetzung von geplanten oder kurz vor der Umsetzung befindlichen hochrangigen Straßenbauprojekte hat. Da soll ein riesiges Autobahnkreuz entstehen mit 7 Ein- und Ausfahrten. Dieses Projekt wird erhebliche Auswirkungen haben auf die Verkehrsmobilitäts- und Emissionsentwicklung der kommenden Jahre in Linz. Zudem liegen auch zum Bau dieses Tunnels bereits Prüfberichte des Rechnungshofes vor, die feststellen, dass es hier Mängel gibt in der Zweckmäßigkeit, in der Sparsamkeit sowie in der Umweltverträglichkeit. Überhaupt wurde diese Klimarelevanz des Bauvorhabens nie explizit dargestellt und untersucht. Dazu eben gibt es die strategische Umweltprüfung. Das Problem ist, dass diese leider nicht auf bereits geplante und kurz vor Umsetzung befindliche Bauprojekte angewandt wird. Und deswegen wäre es wichtig, dass man hier die Klimawirksamkeit dieses Projekts re-evaluiert. Es ist also sozusagen eine Attraktivierung des Autoverkehrs. Wir haben in Linz 80.000 Personen, glaube ich, die täglich nach Linz pendeln und wir haben fast keine S-Bahn-Struktur. Die Menschen benutzen die Wege, die wir ihnen bauen. Wenn wir ihnen Autobahnen bauen, benutzen sie das Auto. Wenn wir ihnen gute Infrastruktur hinstellen, öffentliche, dann benutzen sie die. Wenn wir gute Radwege hinstellen, dann werden sie die benutzen. Es hängt von uns ab oder von der Politik ab, was gebaut wird. Die Empfehlung ist jetzt, dass man die Grundlagen dieser verkehrsstrategischen Entscheidung für die Genehmigung des Baus des Westringtunnels in der aktuellen Planungsphase überprüft. Dadurch sollen die Auswirkungen auf die zu erwartenden Treibhausgasemissionen während der Bauphase sowie auch in der Nutzung auf den aktuellsten Wissensstand gebracht werden. Es war doch eine vornehme Aufgabe eines Klimarechnungshofes, hier zu versuchen, die Wahrheit hinter diesen Meinungen zu suchen. Dankeschön. Wo bist du? Gemeint ist das Klimaschutzgesetz und wir untersuchen jetzt in der 3. Prüfung eben die Folgen des Ausbleibens eines Klimaschutzgesetzes. Dringend notwendig, steht in der Regierungserklärung, ne? Aber so dringend scheint es nicht zu sein. Inmitten der Klimakrise ist eigentlich ein Skandal, dass Österreich ohne Klimaschutzgesetz dasteht seit über 2,5 Jahren. Und darum möchten wir im Klimarechnungshof prüfen, warum Österreich seinen internationalen Verpflichtungen im Völkerrecht und auch dem eigenen Regierungsprogramm hinterherhinkt. Die eigentliche Maßnahme wäre, das Gesetz endlich zu beschließen. Ne? Dieses Gesetz gibt es ja schon, aber die Grenzwerte sind ausgelaufen 2020. Wir haben ein Gesetz, das in Kraft ist, aber absolut wirkungslos ist. Wenn wir kein Klimaschutzgesetz haben, wenn wir unsere Klimaziele nicht einhalten, da drohen uns Strafzahlungen in Milliardenhöhe. Wie man hier sieht,
Die Treibhausgasemissionen Österreichs im Zeitraum 2005 bis 2018, wo wir eigentlich hin müssten, um Klimaneutralität zu erreichen, wäre hier runter. Wir steuern in die Klimakrise hinein, ohne Plan, ohne Gesetze und Verantwortung. Und so braucht es eben diese Reduktionspfade für die Sektoren und auch im Generellen die Gesamtemissionen in Österreich zu senken. Jetzt bin ich aufgefordert gewesen, hier eine kleine Treibhausgasrechnung anzustellen. Beim 1,5 Grad Ziel ist es für die gesamte Welt, die ganze Menschheit, 8 Milliarden Menschen, nur mehr 260 Gigatonnen CO2-Äquivalente zu emittieren. Noch vor 2030 haben wir unser faires Budget aufgebraucht. Ne? Daraus ergibt sich natürlich eine jährliche Differenz bei ungefähr 6 Millionen Tonnen, die natürlich dann ab 2030 mit Strafzahlungen Länge mal Breite kosten. Dann kann man sich ausrechnen, was hier volkswirtschaftlich auch vergeudet wird. Und da wäre es eben wichtig, wenn wir dieses Klimaschutzgesetz hätten, dass es da jährlich sektorale Treibhausgasbudgets gibt. Und die erste Empfehlung leitet sich natürlich aus dem Ganzen ab. Eine unabhängige Prüfstelle soll unbedingt beauftragt werden, die alles, was die Verzögerung dieser Gesetzesvorlage verursacht, ne, zu veröffentlichen. Was natürlich notwendig wäre, dass man rechtlich verbindliche Vorgaben zur Reduktion von Treibhausgasemissionen eben ausarbeitet und diese sollten dann eben in das Klimaschutzgesetz einfließen. Eine weitere Empfehlung könnte sein, dass PolitikerInnen und Regierungsmitglieder eben auch verpflichtend jährlich Stellungnahmen abgeben müssen zu angekündigten klimarelevanten Gesetzesinitiativen. Als nächstes werden wir die Agrarsubventionen behandeln. Dazu bitte ich Veronika Gaube zur Kommission. Wir haben uns für die Durchführung dieser Prüfung der Agrarsubventionen entschieden, weil einfach der Landwirtschaftssektor ein Sektor ist, der nicht nur zur Klimakrise beiträgt, sondern auch von deren Folgen sehr stark betroffen sein wird. Alleinig 2021 würden 2,4 Milliarden Euro von der EU, vom Bund und von den Ländern an die Land- und Forstwirtschaft an Subventionen ausgezahlt. Deswegen schlage ich vor, zu prüfen, wie sich diese landwirtschaftlichen Maßnahmen tatsächlich zur Reduktion der Treibhausgase beitragen. Etwa die Hälfte des Geldes, das die EU ausgibt mit dem Label für Klimaschutz, ne, fließt in den Bereich Landwirtschaft. Und da hat eben der Europäische Rechnungshof geprüft und hat gesagt, die Wirkung ist quasi nicht nachweisbar. Ne? Momentan ist es so, dass 26% der globalen Treibhausgasemissionen auf die Nahrungsmittelproduktion fallen. Und mehr als die Hälfte ist durch Tierhaltung. Die Ernährungsgewohnheiten, das ist ja eine Privatsache, wie sich jeder ernährt. Ne? Nur die Preisgestaltung, die eben das Schnitzel billiger macht als die Bio-Melanzani, die ist nicht mehr privat, das ist systemisch. Ne? Und was ja auch wichtig ist, eben, das hat der Rechnungshof auch aufgezeigt, dass dabei nicht bekannt ist, welche Treibhausgasreduktionswirkung diese Maßnahmen eigentlich entfalten. Die Daten, welche Maßnahmen in welchem Ausmaß, auch in welchen Regionen, von welchen Betrieben angenommen werden, muss es an und für sich geben. Sie sind aber in keinster Weise verfügbar, zumindest nicht für die Forschung. Unsere Empfehlung wäre mal, die Daten auf Einzelmaßnahmenebene für die Forschung zu veröffentlichen. Einfach eine Meldepflicht über Typ und Menge der eingesetzten Pestizide. Und meine Vision war überhaupt idealerweise der gläserne Stall, dass jeder Bauer, jeder Betrieb, jeden Gast willkommen heißt und sagt, pass auf, hier entsteht dein Essen, das kannst du anschauen, das ist nicht geheim. Und habt ihr hier auch was für die Vorstellung des Klimarechnungshofs, Empfehlungen? Ganz konkrete Sektorziele einfordern. Wir können nichts messen und bewerten, wenn wir keine Benchmarks haben, keine Sektorziele. Genau, wir haben hier 4 verschiedene Prüfgegenstände vorliegen. Die haben wir von den Eingebenden entgegengenommen und so gut wir konnten durchgerechnet und geprüft. Ich finde alle interessant und gut gewählt. Jeder hat seine Challenges. Vor uns steht ja eine Pressekonferenz, bei der wir das auch versammeln möchten und der Öffentlichkeit bekannt geben möchten. Auf was sind wir eigentlich gestoßen oder auf was seid ihr gestoßen in diesen Prüfungen? Und was, glaubt ihr, vermittelt sich gut an eine Öffentlichkeit? Was der Klimarechnungshof jedenfalls beitragen kann, ist einfach die Objektivität, dass man eine sachliche Diskussion starten kann und nicht emotionale Diskussionen führen muss. Mit jedem Monat, mit jedem Jahr, wo es nicht passiert, sind das zusätzliche Emissionen. Bessere Entscheidungen sollte man ja unterstellen, führen uns in eine bessere Welt. Wenn das der Rest der Österreicher auch empfinden, ne, dann sind wir einen guten Schritt weiter.
Du hast aber auch gerechnet, was das Ausbleiben des Klimaschutzgesetzes kostet. Lassen sich diese Zahlen seriös formulieren? Wenn sie wer aufregt und sagt, naja, das ist ja sehr windig, sage ich, naja, dann her mit den Daten, ne? Dann machen wir das viel genauer. Und das wäre eine zentrale Aufgabe des Klimarechnungshofs, diese Ergebnisse auch in ganz neuen Formen der Veröffentlichung an die Bevölkerung zu bringen. Ich glaube, dass wir die Medien ja nicht für jeden Aspekt überzeugen müssen eines Klimarechnungshofs, sondern wir müssen ihre Aufmerksamkeit bekommen. Und nichts läge näher, als dein Rechenbeispiel aufzugreifen und zu sagen, das Ausbleiben des Klimaschutzgesetzes kostet Österreich jährlich die Summe XY. Das ist ein guter Punkt. Diese Zahlen transportieren sich gut über Medien. Vielen Dank für heute Abend, für diese Wucht an überzeugendem Wissen, Prüfen. Wir schließen diesen Akt 4.